Der Lachs gilt für viele als König der Fische, doch seine massenhafte Produktion sorgt immer wieder für Kritik. Antibiotika, der Kampf gegen die Lachslaus, Kot und Medikamente im Meer. Bei wildem Lachs sind manche Fangmethoden zweifelhaft, manche Bestände bedroht. Auch bei der Qualität des Lachsfleisches gibt es Unterschiede. Im Labor der Warentester werden sie deutlich. Es waren Produkte in Top-Qualität dabei, aber auch ein Produkt, das etwa Hautreste hatte und auch im Geruch roh an Waschlauge erinnerte. Im Test 25 Sorten Lachsfilets, darunter 6 abgepackte frische Zuchtlachsfilets, 12 tiefgekühlte Zuchtlachsfilets und 7 tiefgekühlte Filets von Wildlachsen. Die Kilopreise reichen von 9,95 € bis 56 €. Mit 30 € liegen die tiefgekühlten Biofilets von Aldi preislich im Mittelfeld. Laut Aufschrift kommen sie aus der Fischzucht in Irland. Ist die Aldi-Bioware besser als die herkömmliche Ware von Edeka für 16 €? Die frischen Filets von Lidl kosten 15 €. Sie kommen aus Zuchtanlagen in Norwegen. Auf einer Seite ist noch die Haut dran. Beim Grillen ist das praktisch. Können die Lidl-Billigfilets mit Pro-Fisch für 22 € oder mit den Biofilets von Aldi für 24 € mithalten? Beim Wildlachs gehört Rewe mit 9,95 € zu den billigsten. Laut Aufschrift stammt die Ware aus dem Nordwestpazifik. Können die Rewe-Billigfilets mit Costa für 26,40 € mithalten? Im Labor der Warentester geht es vor allem um Geschmack und innere Werte der Filets. Erfreulich, Schadstoffe sind kein Problem und auch bei Antibiotika können die Tester Entwarnung geben. In der Lachszucht werden immer weniger Antibiotika eingesetzt. Das sagt sowohl die Industrie als auch Wissenschaftler bestätigen das. Fische werden zum Teil geimpft gegen Krankheiten und deswegen brauchen sie weniger Antibiotika. Und unser Test bestätigt das, wir haben keine Antibiotikarückstände nachgewiesen. Bei der Prüfung von Geruch, Geschmack und Aussehen fiel auf, die blassen Wildlachsfilets schmecken eher nach Seefisch als nach Lachs. Ursache: sie enthalten viel weniger Fett als die Tiere aus der Zucht. Bei den Zuchtlachsfilets konnte vor allem die frische Ware punkten. Viele Zuchtlachsfilets schmecken kräftig nach Lachs, sind zart und saftig und 2 waren besonders gut. Die haben die Note sehr gut bekommen in der Verkostung, denn sie hatten eine stärker ausgeprägte buttrige Note. Am anderen Ende haben wir aber auch Produkte, die etwa leicht fischig sind oder leicht trocken. Die tiefgekühlten Zuchtlachsfilets von Edeka fielen bei der Verkostung durch. Wir hatten da Hautreste an den Filets gefunden und im rohen Zustand erinnerten sie geruchlich an Waschlauge. Testurteil daher: ausreichend für Schlusslicht Edeka. Empfehlenswert die tiefgekühlten Bio-Zuchtlachsfilets von Aldi Nord und die gleich teuren Biofilets von Edeka. Testurteil: gut für beide. Bei den frischen Filets hat Lidl die Nase vorn. Die gekühlten Filets von Lidl Fischerstolz gehören geschmacklich zu den besten. Geschmack sehr gut, Gesamturteil gut für Lidl. Auch empfehlenswert Pro-Fisch und die Biofilets von Aldi. Testurteil: gut für beide. Und der Wildlachs? Die 9,95 € Ware von Rewe konnte nicht überzeugen. Die Rewe-Jahrlachsfilets waren roh, innen leicht musig und zubereitet sehr leicht dumpf und sehr leicht bitter. Testurteil: gerade noch befriedigend für Rewe. Teurer, aber deutlich besser Costa. Testurteil: ein klares Gut. Die Costa-Filets stammen übrigens aus den Gewässern vor Kanada und vor Alaska, wo die Bestände noch nicht bedroht sind. Fazit: viele Lachsfilets haben gute Qualität, doch Überfischung und Massentierhaltung trüben das Bild. Lachs sollte daher in Maßen genossen werden. Herr Lück, wie gut, dass Sie noch da sind. Die Ja, Deutsche gerne. Gesellschaft für Ernährung, die sagt ja, einmal in der Woche sollen wir Fisch essen. Ja. Da geht es ja überwiegend um das Jod. Und das sollte natürlich Seefisch sein. Nun ist ja Lachs gar kein Seefisch. Gut, es ist aber so, dass der Lachs, der Zuchtlachs, der wird ja mit Futter gefüttert und dieses Futter steht unter Kontrolle. Und das heißt, da tut man auch Jod sozusagen in das Futter rein, Okay. sodass der Zuchtlachs auch Jod hat. Aber vollkommen richtig, natürlicherweise hat natürlich nur der Seefisch Jod, nicht die Forelle im Bach. Okay, also wir können auch Salz mit Jod essen, dann können wir das auch quasi so Genau, wir kompensieren. am besten Jodsalz verwenden und auch Produkte, die mit Jodsalz hergestellt worden sind. Und es geht ja aber nicht nur um das Salz, sondern ich schneide jetzt gerade hier den Lachs.
ist ganz weich und zart. Warum? Weil er eben Omega-3-Fettsäuren enthält. Also wirklich ein tolles Fett, was ja auch wichtig ist. Also deswegen sollte man ja auch mal zwischendurch Fisch essen. Und Ja. das tun wir jetzt ja hier. Genau, wir sagen gleich, was Sie da eigentlich machen. Der frische Lachs, also unter Schutzatmosphäre verpackt oder Vakuum verpackt, der kam ja jetzt besonders gut weg. Ja. Ich dachte immer, eigentlich jeden Fisch, den man hier in der Mitte von Deutschland kauft, der war schon mal tiefgefroren. Ist es bei dem auch so? Nein, das ist bei dem Zuchtlachs nicht der Fall. Der Hintergrund ist einfach der, dass es natürlich so ist, dass große Fangschiffe diese Fische fangen. Und wenn sie die fangen, können sie dann natürlich in den 2 Wochen müssen ja irgendwie gelagert werden. Ja, und da werden die meistens komplett filetiert und auch schon tiefgefroren. Okay. So, aber es gibt natürlich Einzelhandel, wo man auch frischen Fisch bekommen kann. Aber, jetzt kommt ein Punkt. Wenn ich wie hier Fisch roh essen möchte oder auch zum Sushi-Laden gehe und dort Fisch roh esse, dann muss der vorher tiefgefroren sein. Denn unter Tiefkühltemperaturen gehen alle Parasiten, die ja über das Futter oder das Essen der Fische in den Fisch gelangen können, gehen kaputt. Ja? Und deswegen muss es mindestens mal eine Zeit lang richtig kräftig tiefgefroren sein. Bei Wildlachs. Bei Wildlachs. Gut, bei Zuchtlachs? Kein Problem, Kein Problem. denn da weiß ich ja, was es ist, was der Lachs isst. Habe ich unter Kontrolle. Ja, da kommen keine Parasiten über das Futter in den Fisch hinein. Genau, die kriegen sogar Kuren und Genau. Medikamente. Und dann heißt es dagegen, eben so, dass man das eben dann ausgleicht. Okay. Ja, Wir ich habe hier machen- was ganz Wichtiges gemacht. Ich habe diese dunkle Stelle hier weggeschnitten Ja. vom Lachsfilet. Das sollte man tun. Und wir machen heute hier Lachs-Tatar mit Pellkartoffeln und einem schönen, leckeren Dillcreme. Ja? Also ein echtes Blitzrezept. Hier haben wir es fertig. Sieht total lecker aus. Ja. Ich würde am liebsten gleich anfangen Ja. zu essen. Nein, also Sie haben jetzt ganz fein den Lachs geschnitten. Genau, und jetzt mörsere ich hier Salz mit Pfeffer. Gebe jetzt hier von der Bio-Zitrone geriebene Schale dazu. Auch mit verreiben. Dazu kommt Knoblauch, finde ich immer sehr gut. Finde ich auch super. Ja. Schmeckt doch immer gut. So, und dann kommt hier Olivenöl dazu. Nicht so wenig. Das Rezept, sage ich Ihnen gerade, gibt es auch online natürlich. Und auch mit unserem praktischen QR-Code können Sie sich gleich aufs Handy holen. Also müssen wir nicht mitschreiben. So, das jetzt. tun wir jetzt unter den Lachs-Tatar, lassen jetzt ein bisschen einziehen. Und während das einzieht, kommen wir zum zweiten, nämlich zu unserer Creme, zu unserer Dillcreme. Dazu nehmen wir Magerquark. Oh, gesund. Ja, ist okay. Ich könnte ja schon mal eigentlich so ein bisschen den Lachs-Tatar probieren, Ja. oder? Dazu kommt Schmand oder Creme fraiche. Tu das mal beiseite, dass man auch mal ein bisschen sieht. Der Ja. Magerquark war nur eine Tarnung. Und hier kommt jetzt noch Leinöl dazu. Ein sehr hochwertiges Öl. Sollte man allerdings immer darauf achten, dass es gut gelagert ist. Wenn man es einmal aufgemacht hat, die Flasche, tief gefrieren am Idealfall. Ach. Ja? Und dann immer wieder auftauen, oder wie? Und dann immer wieder, das taut aber sofort wieder auf. Das ist überhaupt kein Problem. Den Zitronensaft von unserer Zitrone, wo wir den Abrieb eben hatten, tun wir jetzt hier rein. Dill dazu. Und dann zu guter Letzt nochmal würzen mit Salz und Pfeffer. Das gut verrühren. Leinöl habe ich noch nie gegessen. Ah, Bin es gespannt schmeckt drauf, einfach ja. lecker, traumhaft. Es muss eben frisch sein. Die meisten kennen leider Leinöl immer nur, wenn es schon ranzig geworden ist. Okay. Das ist schade. Also probiere ich jetzt mal den Quark. Also Genau. leckere kleine Pellkartoffelchen haben wir dazu Die habe ich hier gekocht. schon gegart, die holt ich mit dem Finger mal raus. Ja, dazu kommt dann eben der Lachs-Tatar. Oh, das schmeckt wirklich lecker. Ja, oder? Wonach schmeckt Leinöl? Wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja, nussig frisch. Also es gibt eine total tolle Note, nussig frisch, wenn Sie es sagen. Also es ist auf jeden Fall richtig lecker. Und beides zusammen, erst recht. Super schnelles Abendessen, Das war jetzt hier. Mittagessen, Zack, zack. paar Minütchen. Die Kartoffeln müssen halt ein bisschen kochen. Und es ist gesund. Total gutes Rezept. Vielen Dank.